Viele von uns arbeiten im Garten, öfters einmal auf der Terrasse und dann werden die Hände oft zu rau und rissig. In meinem neuen Rezept geht es eben um eine Salbe, die diese Rissigkeit und diese rauen Hände verhindern soll. Also bleibt da und schaut mir zu. Willkommen zurück auf meinem Blog. Viele Pflanzenbegeisterte wie ich haben ihre Hände oft in der Erde oder verrichten Gartenarbeiten. Das macht die Hände rau und rissig. Die Salbe, die ich euch heute vorstelle, ist besonders gut für die kälteren Monate geeignet, da sie nicht nur heilt, sondern auch wärmt. Und wir starten los. Und wir starten mit einem daumengroßen Stück Ingwer. Dieser wirkt entzündungshemmend, verringert die Narbenbildung und fördert die Durchblutung. Den Ingwer in Scheiben schneiden. Auf dem Herd ein Wasserbad zurechtstellen und das Wasser im Topf erhitzen. Den Ingwer in den Topf geben. Anschließend kommen 1,5 Zimtstangen dazu. Der Zimt wirkt auch durchblutungsfördernd und wärmend, antibakteriell und schmerzlindernd. Als Trägeröl verwende ich dieses Mal Aprikosenkernöl. Dieses wird sehr häufig von der Kosmetikindustrie verwendet. Es sorgt dafür, dass die Haut nicht an Feuchtigkeit verliert. Es ist sehr für trockene Haut geeignet und hilft, beschädigte Hautzellen zu heilen. Gebt 120 ml davon in den Topf. Anschließend lässt ihr alles auf kleiner Flamme für ca. 2 Stunden lang ziehen. Nach Ablauf der Zeit kommen 5 Gramm Bienenwachs dazu. Ich verwende für diese Salbe bewusst Bienenwachs und keine vegane Alternative, dadurch, dass darin enthaltene Vitamin A die Haut mit zusätzlicher Feuchtigkeit versorgt wird. Außerdem fördert es die Wundheilung. Sobald das Wachs darin geschmolzen ist, die Flüssigkeit absieben und in einen Salbenbehälter geben. Die abgefüllte Salbe kommt dann für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank. Ein kleiner Tipp: Wenn ihr die Haltbarkeit verlängern wollt, dann gebt noch 3 Tropfen Vitamin E dazu. Ich liebe diese Salbe besonders in den kalten Monaten. Sie heilt und pflegt die Hände und hat darüber hinaus wegen Ingwer und Zimt auch noch eine wärmende Wirkung. Wie immer könnt ihr in der Beschriftungsbox unter dem Video das Rezept dazu nachlesen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.